Also was habe ich gemacht? Ich habe mir Bananen eingekauft, die übrigens sehr gut schmecken, das muss ich echt sagen. Dann habe ich mir natürlich noch einen kleinen Rucksack gekauft, hier von der Schweiz quasi. Hat so 20 $ gekostet. Ich konnte den Rucksack vor einigen Tagen nicht mehr mitnehmen, weil das Gepäck sonst zu schwer geworden wäre. Und deswegen habe ich mir den kurzerhand hier gekauft. Das kann ja ruhig so ein Billigrucksack sein, 20 Euro, also 20 $. Und dann klappt das schon. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie in Amerika sogar auf ihren Prospekten was sehr Sinnvolles haben, was wir in Deutschland nicht haben. Zum Beispiel auf so einem Pizza-Prospekt, da haben die unten "Have you seen me?" vermissten Anzeigen, was sehr wertvoll ist, denn warum soll man nicht auf solchen Platz noch etwaige sinnvolle Anzeigen schreiben? Das haben wir hier in Deutschland nicht. Müsste man mal überlegen, ob man sowas vielleicht macht, denn irgendwie ist es ja doch sinnvoll. Des Weiteren, was in amerikanischen Supermärkten so der Fall sein kann, ist, dass die sogar, anders als in Deutschland, bunte Kassenbons haben. Voll wertvoll, finde ich. Und dann haben die hier auch noch sogar Anzeigen drauf und machen Werbung. Also die vermarkten hier wirklich alles, finde ich. Was ich noch gekauft habe, das fällt mir jetzt mal ein. Neben Getränken, ich habe mir ein bisschen ungesundes Zeug gekauft. Also eigentlich ist ja hier alles ungesund, viel Zucker und so weiter. Ich habe mir Tortilla-Chips gekauft. Ich habe mir Getränke gekauft, Milch, Cornflakes. Und dann habe ich noch diese coolen Socken gefunden, also Sneaker-Socken. Die haben hier aber so coole Neonstreifen. Das leuchtet und das fällt auf, das mag ich. Und deswegen mussten die auch noch mit. Zwar gab es die jetzt nicht in meiner Größe. Allerdings dachte ich, ja, es sind ja eh Sneakers. Die können ja sowieso vielleicht passen. Ist mir ja egal. Und das Wichtigste, ich habe natürlich noch eben das Handy gekauft. Ich brauchte eine amerikanische Nummer. Und jetzt habe ich quasi zwei Handys. Einmal ein deutsches Handy, Sony Xperia Z3. Und einmal ein Samsung Galaxy J1. Das ist praktisch. Mir reicht es. Ich habe jetzt eine amerikanische Nummer. Die konnte ich mir sogar selbst aussuchen. Zumindest die ersten paar Zahlen. Die letzten 4, die sind schon vorprogrammiert. Allerdings habe ich eine sehr coole Nummer. Sehr einfach zu merken. Das Coole ist, man kann das auch mit dem deutschen Anschluss laden. Natürlich braucht man dann den entsprechenden Stecker und Adapter, denn in Amerika haben die ja diese 2er bzw. 3er Stecker. Wer sich gerade fragt, wo ich hier überhaupt bin, sieht ein bisschen komisch aus mit Ventilator im Hintergrund und verdecktem Fenster und so weiter. Ich bin hier gerade bei einem Airbnb-Kontakt, denn ich muss 3-4 Tage zunächst überbrücken, ehe ich in das Apartment einziehen kann von der Universität. Deswegen überbrücke ich hier 3-4 Tage bei einer amerikanischen Privatperson, was auch mal ein ganz cooles Erlebnis ist, denn hier ist wirklich vieles anders. Dazu aber vielleicht später im nächsten Video, ich weiß es noch nicht. Ja, hier ist vieles anders. Zum Beispiel die Toilettenspülung geht ja ganz anders. Die Lichtschalter, die Türknaufe, die haben ja diese Drehtürknaufe. Das ist vielleicht noch das Letzte, was ich sagen möchte. Da gab es zum Beispiel ja 2 Preise, die hatte ich ja auch gefilmt. Vielleicht blende ich nochmal ein Bild ein. Da fragte ich mich in dem Supermarkt, was ist denn jetzt damit gemeint? Kostet die Packung Chips $6 oder $3? Beziehungsweise da stand ja eine 2. Und dann fragte ich den Supermarktmenschen da und der hat gesagt, ja, wenn du 2 Packungen kaufst, bekommst du das für $6 und wenn du eine kaufst, dann entsprechend für 3. Also die haben da einfach nur nochmal das Detaillierte, obwohl das hat mich mehr verwirrt, aufgeschrieben. Okay, bis zum nächsten Mal.